Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in welchem ich euch einmal zeigen möchte, wie man den offiziellen Kia Navigationsupdater verwendet, wie man das richtige Fahrzeug auswählt, das richtige Update und dieses auf den USB-Stick bringt. Bisher war es ja so, dass man für das Update entweder zum Händler musste oder man konnte es sich im Internet aus Foren oder anderen Orten herunterladen und dann selbst installieren. Seit letzten November 2022 ist es nun so, dass Kia den Navigation Updater bereitgestellt hat und wir das alles selbst durchführen können. Von euch habe ich zwischenzeitlich immer mal wieder die Frage bekommen, muss man jetzt diesen Online-Updater verwenden oder kann man auch weiterhin zum Händler fahren? Meines Wissens nach hat sich hier nichts geändert. Wenn man auf der Kia-Webseite schaut, wird hier noch angezeigt die 7 Jahre Kia Navigationskarten-Updates und die Info, wie es denn funktioniert und dass man hier einfach zum örtlichen Kia-Händler fahren soll. Und dort kriegt man dann jährlich ein Update. Und wie oft kriegt man dieses jährliche Update? Wenn man hier schaut, in den FAQs steht, man kriegt es 7 Jahre lang, ohne dafür etwas bezahlen zu müssen, und das entspricht insgesamt 6 Updates. Das heißt, man kann jedes Jahr während der Inspektion sich ein Update holen und der Händler muss es auch installieren. Zumindest gehe ich davon aus, weil hier wird das Online-Update auch nicht erwähnt. Und wer auf diese Website schaut, denkt sich, ja, fahre ich zum Händler und da macht er das auch. Aber wenn man so in den Foren liest, war es bisher wohl so, dass einige Händler es nicht mehr machen, es auch gar nicht mehr ansprechen. Wahrscheinlich, weil früher, vor allem nach diesem Lila-Update, wo diese 3 geteilte Ansicht verschwunden ist, dann immer mehr Beschwerden gab. Das heißt, man muss entweder explizit nachfragen, kriegt es direkt angeboten, oder bei mir war es so bei der letzten Inspektion, mir wurde gesagt, er würde mir einen Link geben, wo ich das dann selbst machen kann. Aber da ich es ja schon seit Jahren selbst mache, habe ich den Link nicht gebraucht. Dann gehen wir mal zurück auf die offizielle Seite. Die habe ich euch ja schon in meinen Videos vorgestellt, wo der Updater online ging. Wir sehen hier links immer noch die Neuigkeiten. Man kann hier den Updater herunterladen und hier gibt es auch noch die Anleitung zum Update. Ich würde jetzt noch mal kurz in die Neuigkeiten schauen. Diese sind jetzt Stand 30. Mai. Das aktuelle Update ist ja das 22.06.23, das am 30. Juni freigegeben wurde. Deswegen ist diese Neuigkeit hier eigentlich veraltet. Aber ich habe es mal verglichen mit meinem Video, wo ich gemacht habe. Hier steht exakt dasselbe drin wie bei Was ist neu im Update, was ja nach der Installation jetzt angezeigt wird. Hier gibt es auch einen Link, Liste der Fahrzeuge, die zum Download berechtigt sind. Wenn wir auf diesen klicken, sehen wir eine aktuelle Liste mit den Softwareständen von jedem Fahrzeug von Kia. Hier oben sehen wir zum Beispiel den Kia Carens, den gab es bis Modelljahr 17. Der hat auch noch am 19.05.22 ein Update für sein Compact Gen 5 bekommen. Die Autos davor, Gen 1, werden wahrscheinlich keine Updates mehr erhalten. Für mich interessant ist natürlich der Ceed. Ich war ja im Pro Ceed Modelljahr 2020 mit dem Standard Gen 5W, also dem 10,25 Zoll System. Das hat inzwischen natürlich auch das 23.06.22 erhalten. Wenn wir dann hochgehen, hier Modelljahr 2019 ist das Standard Gen 5, also das 8 Zoll Navi. Da war das letzte Update vom 19.05.22, also auch noch recht aktuell. Aber wenn man jetzt generell mal schaut, Modelljahr 20, 21, 22 hat alles denselben Softwarestand, nur hier vorne nach dem CD gibt es Unterschiede. Es gibt auch inzwischen einen großen Unterschied ab Modelljahr 2022. Diese Updates kann man nicht mehr auf den alten Fahrzeugen verwenden. Dazu komme ich aber später noch. Ansonsten sehen wir hier EV6, Niro, Optima, Sorento, Sportage, Stinger. Alle Fahrzeuge sind hier vorhanden. Auch der X-Ceed hat hier eine eigene Kategorie bekommen. Man kann es immer eigentlich schön vergleichen. Wer hat das Standard Gen 5, das Gen 5W? Und normalerweise war es bisher so, das habe ich auch mal gemacht. Bei meinem Ceed war zuletzt das Februar-Update aktuell.
Dann habe ich mal geschaut, was gibt es denn hier sonst noch. Dann gab es ein Sorento Modelljahr 2020 und hier war dann ein Update aus dem April. Das konnte man genauso installieren, auch wenn hier andere Werte drin stehen. Da die Navis an für sich gleich sind, aber nur wie gesagt ab Modelljahr 2022, auch wenn es weiter Standard Gen 5W ist, gab es eine Änderung. Wie gesagt, da komme ich aber später dazu. Aber das ist auf jeden Fall die Übersicht, wo ihr schauen könnt, was ist das aktuellste Update. Es wurde jetzt auch ziemlich zeitnah aktualisiert. Ich hoffe, dass es dann auch bei zukünftigen Updates so ist. Als nächstes würde ich dann wieder zurückspringen auf die Hauptseite, wo man sich den Navigation Updater herunterladen kann. Diesen gibt es für Windows und Mac. Den müsst ihr euch einfach runterladen, installieren. Ihr werdet dann im Installationsprozess gefragt, welche Region ihr auswählt, also Europa, Deutschland und auch wo ihr dann das Navi-Update zwischenspeichern wollt. So, wenn alles installiert ist und ihr das Programm geöffnet habt, seht ihr diese Einstiegsseite. Hier kann man sein Fahrzeug auswählen, das entsprechende Modelljahr und dann den Download bestätigen. Hier möchte ich einmal kurz darauf eingehen, wie ihr euer Fahrzeug richtig finden könnt. Das werde ich jetzt erstmal am Beispiel des Seats machen. Wir sehen hier, es ist der Seat ausgewählt. Es gibt auch noch hier den alten Seat bis Modelljahr 2017. Aber uns interessiert jetzt der ab 2018 bzw. ab Modelljahr 2019. Es ist ja so, die Seat-Familie besteht ja aus 4 Fahrzeugen. Dem normalen Seat, dem Seat SW, dem X-Seat und dem Pro-Seat. Da tut sich erstmal nichts, weil ihr werdet hier zum Beispiel den Pro-Seat oder den Seat SW nicht als eigenständiges Fahrzeug finden. Nur den X-Seat haben sie in eine eigene Kategorie gepackt. Wenn wir uns nun die einzelnen Fahrzeuge hier anschauen, zum Beispiel den Seat Modelljahr 2019, kriegen wir hier unten die Info, dass es sich um das Standard Class Gen 5 handelt. Haben auch hier ein Bild und sehen, das ist das 8 Zoll Navi. Wenn wir jetzt auf Modelljahr 2020 gehen, sehen wir Standard Class Gen 5W und das Bild vom 10,25 Zoll System. Dasselbe auch bei Modelljahr 21 und 22. Hier gibt es jetzt aber eine Änderung seit Modelljahr 2022. Wenn wir uns jetzt einmal Modelljahr 2021 anschauen, ist exakt dasselbe wie 2020. Können wir hier auf OK klicken, sehen, er will 27 GB herunterladen. Wenn wir jetzt aber nochmal zurückgehen auf Modelljahr 2022, hier auf OK klicken, sehen wir, er will 37 GB downloaden. Das heißt, es gab hier eine größere Änderung und die Updates für Modelljahre ab 2022 sind nicht mehr kompatibel mit denen davor. Aber wenn man sich jetzt die anderen Modelljahre anschaut, ob 21 oder 20, die haben dasselbe System und sind untereinander kompatibel. Man sieht ja jetzt auch hier, es gibt beim Seat 2020 nur den Seat 20 und beim Seat Modelljahr 21 schreiben sie nur PHEV. Aber es gab ja auch im Modelljahr 2021 Modelle ohne PHEV. Dasselbe auch beim X-Seat, schreibt er nur PHEV rein. Es gibt auch kein Modelljahr 2021. Das heißt, man muss für 2021 hier Modelljahr 2020 nehmen. Aber auch hier nochmal als Beispiel, 2020 ist ausgewählt, Download 27 GB und ab 22 37 GB. Dasselbe ist auch bei anderen Fahrzeugen so, wenn wir jetzt mal in den Stinger schauen. Modelljahr 2020, Modelljahr 21 wurde auch übersprungen. Da muss man dann auch Modelljahr 20 runterladen und Modelljahr 22 mit dem größeren Download. Als aktuellstes Fahrzeug der EV6. Der hat natürlich nur Modelljahr 2022, sieht auch ein bisschen anders aus. Aber hier wird es auch so sein, dass Modelljahr 2022, solange es Standard Class Gen 5 weit ist, untereinander kompatibel ist. Der Updater oder das Auto zieht sich dann aus dem Update die richtigen Daten für das richtige Auto. So viel erstmal zu dem, was ihr downloaden müsst. Wie gesagt, schaut einfach nach eurem Modelljahr, schaut welches Auto ihr habt. Wenn ihr einen Seat SW habt, ist der unter Seat drin, genauso wie der Pro Seat.
Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Xseed hat, man kann ihn hier runterladen, ist ja dasselbe, oder geht hier rein. Für Modelljahr 2021 müsste man 20 runterladen. Ich mache es jetzt mal an meinem Beispiel. Ich lade hier immer Modelljahr 2020 für mein Auto. Gehe jetzt hier nun auf OK. Sehe, 27 GB will er herunterladen und als Zwischenspeicher braucht er das Doppelte. Das heißt, ihr müsst immer schauen, dass ihr genug Platz auf der Festplatte habt. Gleichzeitig wird euch hier angezeigt Speichermethode USB, Format exFAT. Wenn man nochmal kurz zurückgeht, stand hier bei Modelljahr 2019 noch FAT32 und ab Modelljahr 2020 exFAT. Also das Programm formatiert den USB-Stick ja sowieso so, wie es gebraucht wird. Wobei es auch meiner Erfahrung nach hier mit FAT32 ging ab Modelljahr 2020. Gut, dann laden wir mal das Update herunter. Jetzt sagt er, ob ich den USB-Stick formatieren will. Das will ich in dem Fall. Und dann beginnt auch schon der Download. Sobald der Download läuft, könnt ihr übrigens mal kurz pausieren. Es gibt hier jetzt den Trick, wenn man einmal in den Download-Ordner geht, hat man jetzt einmal hier den Ordner, was man heruntergeladen hat und hier das, was auf den USB-Stick gespielt wird. Da gibt es hier die Seed Modelljahr 2020 EU.Versionsdatei. Hier kann man dann reinschauen, indem man über Öffnen mit Editor die Datei einmal öffnet. Und hier oben sieht man dann, welche Version er jetzt runterladen will. In dem Fall 22.06.23. Ist eigentlich so ein kleiner Trick, falls man nicht weiß, ob es vielleicht schon ein neues Update gibt oder nicht. Dass man einfach kurz mal anfängt zu downloaden, pausiert und dann weiß man, was er jetzt wirklich runterlädt. Aber wie am Anfang vom Video gezeigt, gibt es ja auch die Update-Seite mit der Liste aller Fahrzeuge. Und da sieht man es ja eigentlich auch, wenn diese aktuell ist. Gut, dann können wir den Download fortsetzen. Je nach der Geschwindigkeit eures Internets dauert das jetzt natürlich etwas. Hier sind sogar jetzt nur 25 GB, die er runterlädt, obwohl er ja 27 angezeigt hatte. Eine Ewigkeit später. Das Update ist also gleich fertig. Inzwischen kann ich euch noch kurz zeigen, hier unten in der grauen Leiste haben wir eine Meldung Mai 2022 Navigationskarten und Software Update. Hier kann man draufklicken und kommt auf dieselbe Seite, wie ich euch vorhin schon gezeigt habe, wo einem die Neuerungen vorgestellt werden. Und hier in der Mitte läuft die ganze Zeit die Info, dass man einmal auf Allgemein im Einstellungsmenü gehen soll, dort dann auf Versionsinfo und Update und dann auf Aktualisieren drücken, damit man die Aktualisierung starten kann. Aber normalerweise ist es so, wenn man den USB-Stick einsteckt, wird einem automatisch angezeigt, dass man jetzt updaten kann. Wie ich auch gerade sehe, hier standen ja gerade noch, dass er 25 GB runterladen will, inzwischen sind es 28 geworden. Da hat er wohl zwischendrin noch gemerkt, da muss er doch noch mehr runterladen. Also würden die 27 GB, die er vorhin angezeigt hat, ja wieder passen. Ja, da er hier anzeigt fertig, kann es natürlich sein, weil mein USB-Stick blinkt auch schon die ganze Zeit fröhlich vor sich her, dass er das vielleicht sogar schon rüber kopiert. Da ich beim letzten Mal nicht darauf geachtet habe, bin ich jetzt auch mal gespannt, was hier gleich passiert, ob er dann schon fertig ist komplett oder ob er nochmal kopieren muss. 1 Minute 37 Sekunden später. Gut, jetzt bekommen wir hier noch einmal Vorsichtsmaßnahmen beim Update angezeigt. Das Aktualisieren des Navigationssystems im Leerlauf kann gegen örtliche Verkehrsregeln verstoßen. Bitte halten Sie sich an die örtliche StVO, bevor Sie mit dem Update fortfahren. Ja, hier ist gemeint, genauso wie im Winter, man darf ja nicht im Leerlauf laufen lassen, den Motor, um die Umwelt nicht zu schädigen. Aber wir haben ja die Option inzwischen, dass man es auch nach Abschalten des Fahrzeuges installieren kann. Man kann es aber auch weiterhin während der Fahrt natürlich machen. Gut, dann sagt er auch schon Download abgeschlossen. Die neueste Navigationssoftware-Version wurde heruntergeladen. Und er hat es auch direkt auf den USB-Stick kopiert. Von daher kann man jetzt das Programm dann auch schon schließen und zum Auto gehen und das Update installieren. Dazu werde ich jetzt aber kein extra Video machen, das habe ich euch ja in meinen vorherigen Videos schon öfters gezeigt. Ich werde es am Ende auch nochmal einblenden und dann könnt ihr euch das dort anschauen.
Aber wie gesagt, man kann es entweder während der Fahrt installieren oder inzwischen seit dem vorletzten Update, glaube ich, auch nach dem Abschalten des Fahrzeuges. Genauso war es ja in den letzten Videos, dass ich immer gesagt habe, dass ich persönlich lieber fahre, anstatt das Auto mit ausgeschaltetem Motor und Zündung an aktualisieren zu lassen wegen der Batterie. Aber da gab es viele Kommentare und da habt ihr auch recht. Klar, wenn die Batterie gesund ist und vollgeladen, muss man sich wegen dieser halben Stunde keine Sorgen machen, dass die leer ist und das Auto dann nicht mehr startet. So könnt ihr es natürlich auch noch gerne machen, aber mit der Hintergrundaktualisierung kann man dann einfach vom Auto weggehen, kriegt dann über die Kia Connect App, wenn man sie eingerichtet hat, auch die Benachrichtigung, wann es abgeschlossen ist. Dann hoffe ich, dass ich euch mit dieser kurzen Anleitung zeigen konnte, wie ihr euch das Update selbst herunterladen könnt, dass ihr den USB-Stick nicht selbst formatieren müsst, dass das Programm das alles selbst macht und hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch alles Gute und dann bis zum nächsten Video.